Moin, ich bin Tillmann von der Radelbande auf der Eurobike 2021 am Stand von Gleam. Und Gleam ist ein österreichischer Hersteller, der sich auf sehr, sehr spezielle multifunktionale Cargo-Bikes spezialisiert hat. Und Eva ist hier, um uns alles darüber zu erzählen. Hi, guten Morgen. Uns freut es wahnsinnig, jetzt das zweite Mal bei der Eurobike dabei zu sein. Vor 2 Jahren standen wir noch mit unseren Prototypen und jetzt schon mit den ersten Produkten, weil wir letzten Sommer mit der Produktion gestartet sind. Sehr schön. Ja. Wollen wir mal sehen, was das Rad alles kann? Auf jeden Fall. Also ich stelle euch jetzt gerne unser Gleam Escape vor. Das ist das Modell von diesem Jahr. Wo sich einiges getan hat im Gegensatz zu dem Bike von vor 2 Jahren. Ein paar Sachen sind noch immer gleich. Wir haben nämlich ein Tilting hinten. Das heißt, das Rad ist kein klassisches Dreirad. Wenn ich es entsperre, dann können nämlich die Hinterreifen sich lose bewegen. Die hängen an einer Aufhängung. Dadurch ist das Rad super sportlich zu fahren und ist die Ladung, die hinten am Bike drauf ist, geschont, weil es eine Doppelfederung unten hat. Das kann man sehr gut hier unten drunter sehen. Wenn das Bike dann nämlich in Motion ist, passt es sich den Gegebenheiten der Straße an. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Straßenrand drauf fahre oder eine Bordsteinkante, dann bleibt die Ladung hinten gerade, aber der Reifen passt sich an. Ein paar Kernpunkte am Bike sind, glaube ich, noch ganz wichtig zu erklären. Wir haben 2 Motoren. Eine Möglichkeit ist der Polini-Motor, 90 Newtonmeter Motor. Den sieht man recht gut auf der anderen Seite des Bikes. Die zweite Möglichkeit ist der Bosch Cargoline Motor. Von der Gangschaltung her arbeiten wir mit Enviolo zusammen. Hier gibt es die Möglichkeit, eine manuelle oder automatische Gangschaltung zu wählen. Unser Bike hier ist quasi in der Standardfarbe von dieser Serie, schwarz. Trotzdem gibt es die Möglichkeiten bei uns, jegliche Rallfarbe zu bestellen, was ziemlich cool ist, weil letztes Jahr sicher 20% unserer Kunden eine eigene Farbe gewählt haben. Und das war von Schweinchenrosa über Kommunalorange bis zu Mintgrün. Und wir bieten vor allem unseren gewerblichen Kunden dadurch die Möglichkeit, das Gleam Bike ihrer Flotte anzupassen. Kommen wir nochmal zurück zu den Core Features. Einerseits haben wir eben dieses Tilting, was ihr vorhin hinten gesehen habt. Der zweite Punkt ist unser Flex-System. Wie ihr seht, ist die Ladeplattform jetzt hinten offen. Von der Ladeplattform gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder 1 Meter ist oft für die Innenstadt etwas geeigneter. Der zweite Punkt ist 1,20 Meter, wenn man etwas mehr Fläche braucht, um Sachen zu transportieren. Ich würde euch jetzt dann gleich das Flex-System demonstrieren. Mit dem Flex-System kann man nämlich auf dieses Bike jeden Aufbau geben. Die Kinderversion, die habt ihr ganz am Anfang gleich mal gesehen und ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert, um eine Workbox draufzugeben. Man macht die Klippe auf, dann gibt man die Workbox drauf. Es geht auch alleine, ich habe nur hier jetzt gerade die isolierte Box, die ist ein bisschen schwerer. Man schiebt die Box drauf und jetzt kann man einfach mit dem Clipper einmal links, einmal rechts und die Box ist fixiert. Und so geht es mit allen Aufbauten, wie ihr hier seht, mit dem Planenaufbau, wo Eurokisten reinpassen, oder mit dem Kinderaufbau, mit dem wir nachher fahren werden. Will man das Ganze wieder lösen? Ganz simpel, einmal Clipper auf, zweimal Clipper auf, einmal ziehen und schon ist die Box wieder vom Bike herunten. Das bietet unseren gewerblichen Kunden halt den Vorteil, dass sie dieses Fahrzeug nicht nur für die Arbeit, sondern auch am Wochenende privat nutzen können. Ich will in der Früh vielleicht meine Kinder schnell in den Kindergarten bringen oder ich will am Wochenende auf ein Picknick fahren und hierdurch wird unser Fahrzeug noch mehr zum Autoersatz, weil ich es sowohl beruflich als privat einsetzen kann. Dann würde ich vorschlagen, können wir vielleicht gleich mal loslegen mit einer Probefahrt. Was sagt ihr? Ja, so lässt sich leben. Schön hier über die Eurobike gefahren werden. Und wie fühlt es sich so hinten an auf dem Gleam Bike, Timmer? Sehr entspannt. Ja? Ja. Und Kopf auch alles gut gefedert, oder? Die Rückenmuskulatur ist gefordert, weil es hier in der Richtung keine Rückenlehne gibt. Aber wir hätten nicht auch in die Kinderversion sitzen können, aber mit 1,90 Meter, die du wahrscheinlich hast, ist es noch ein Stück unbequemer. Das kann sein, ja.
jetzt fahren wir mal ein paar Kurven, weil hier sieht man sehr schön, warum sich das Gleambike so sportlich fährt. Das Gleambike unterstützt oder wird unterstützt vom Polini und vom Bosch Motor bis 25 km/h. Alles, was man danach an Schnelligkeit fahren will, muss man sich dann selber strampeln, würde ich mal sagen. Das Fahrzeug hat 70 Kilo, aber durch den schnittigen, sportlichen Bau des Bikes geht es auch recht gut. Sollte der Akku mal ausfallen, ist nur ganz selten der Fall, weil die Akkus haben eine Reichweite von 30 bis 40 Kilometer, je nachdem, wie viel man selber mittritt. Der Motor fährt sich eigentlich im städtischen Gebiet mit Unterstützungsstufe 3 schon super angenehm. Und wenn ich in der Stufe fahre mit, sagen wir mal, 80 Kilo Beladung, dann komme ich auch 80 bis 100 Kilometer. Außer wenn ich jetzt die Alpen rauffahre, dann braucht es ein bisschen länger. Also Reichweite mit Doppelakku 60 bis 80 Kilometer. Und Zuladung ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Sind 200 Kilo inklusive dem Fahrer. Von den Aufbauten her haben wir hier hinten die Kindervariante. Passen wunderbar 2 Kinder rein bis zum Alter von 6. Dann haben wir verschiedene Kisten. Bei den Kisten haben wir 350 Liter Volumen, haben wir 500 Liter Volumen und dann gibt es noch verschiedene Planenaufbauten. Bei den Planenaufbauten ist die größte Variante bis 650 Liter und da passen dann auch Eurokisten rein. Somit ist es super geeignet für die Gastro, für Gärtnereien und so weiter. Und ja, ich düse mal weiter. Bis gleich. Ein ganz wichtiger Aspekt bei unserem Rad ist, dass wir versuchen, so viel wie möglich an Bauteilen und von der Produktion auch in Europa zu machen. Das heißt, bis zu 85% von unserem Bike ist made and coming from Europe. Unser Firmensitz ist in Österreich, in Wien. Wir assemblen die Bikes in den Niederlanden. Aber viele Teile wie der Rahmen kommen aus Italien, Deutschland. Und wir versuchen da die Zulieferer auch so nah wie möglich an uns zu binden, damit wir auch dafür sorgen können, dass die Teile geliefert werden und damit ihr auch in naher Zukunft ein Gleambike bekommt. Unser Gleambike fährt inzwischen in über 12 Ländern, größtenteils doch in Europa, weil es doch näher am Haus ist und die Straßengegebenheiten für unser Bike eigentlich nicht so ein Problem sind. Also man kann sehr gut im ländlichen Bereich fahren, auf Schotterwegen, Waldwegen oder aber auf sozusagen dem Dschungel der Altinnenstadt, also Kopfsteinpflaster, Bordsteinkanten, ist alles kein Thema, wenn man mit dem Gleam unterwegs ist. Und eben durch das Tilting und die Doppelfederung hinten ist die Ladung immer geschont oder gesichert unterwegs und wird wenig durchgerüttelt und kommt dann auch so an, wie es eingeladen wurde am Anfang der Fahrt. Das kann ich bestätigen. Ich habe alle Gliedmaßen noch dran und wir gehen jetzt mal zum Stand zurück. So, jetzt stehe ich hier gemeinsam mit Mario Eibel, dem Gründer und CEO von Gleambikes. Dieses Bike wurde 7 Jahre lang von ihm entwickelt und es gibt, glaube ich, niemanden, der dieses Rad besser in- und auswendig kennt als der Mario. Hallo auch von meiner Seite, Mario von Gleambikes. Grundsätzlich haben wir uns darauf fokussiert, vorne das Bike wie ein normales Fahrrad zu gestalten. Fahrerkomponenten, Sitzposition und Übersicht wie bei einem Bike und auch dasselbe Fahrgefühl. Hinten maximale Flexibilität für den Kunden. Hier sehen wir den Aufbau, wie Eva schon gesagt hat, die Flex-Life-Variante für den Kindertransport oder auch umbaubar für Transport von Einkäufen oder Haustieren wie Hunden. Mit dem Adaptersystem, wir nennen das Flex-System, können wir sehr flexibel vorne und hinten das öffnen und sehr schnell andere Aufbauten draufbauen. Das ist mal der Kern des Produktes. Wir haben hier eine manuelle Enviolo-Narbe verbaut, die hat 380% Range und ist hier bei uns als Mittelgetriebe verbaut. Von da gehen wir mit einem Gates-Riemen zu dem angesprochenen Gates, Enviolo Mittelgetriebe und weiter mit einem Gates-Riemen zu einem Differential, das auf beide Seiten mit einem Driveshaft den Antrieb verteilt und weiter mit Gates-Riemen bis zum Hinterrad die Antriebskraft verteilt. Die Neigung kann auch in einer aufrechten Position gesperrt werden. Wir können das über 2 Faktoren machen. Wir haben einmal eine Feststellbremse von Tektro.
Tektrobremsen verwenden wir vorne und hinten. Dadurch ist das Fahrzeug einerseits vom Wegfahren gesperrt, aber auch in der Neigung gesperrt. Zusätzlich haben wir eine weitere Möglichkeit, einen Tiltlock einzubauen. Und dadurch ist das Fahrzeug einfach im Stillstand trotzdem stabil, leicht zu beladen. Kinder können reinklettern. Fahrmodus ist immer im Tilting-Modus, weil das die Vorteile bringt, die wir uns für unsere Fahrer ausgedacht haben. Immer optimale Kurvenneigung, auf unebenen Wegen, wie wir vorher gesehen haben, zu fahren oder über Bordsteinkanten. Dadurch habe ich immer Vollfederung von den Einzelrädern und eben diese Neigefunktion. Sowohl bei der Polini-Antriebsvariante, die wir hier verbaut haben, oder auch beim Bosch-System. Man kann entweder eine Single-Battery-Variante kaufen oder eine Dual-Battery. Durch dieses Dual-Battery-System kann man einfach immer die Reichweite erreichen, die man gerade benötigt. Das Schöne am Polini ist auch ein farbiges Display, das hier vorne individuell einstellbar ist. Hier sieht man dann auch den aktuellen Ladestand zwischen den zwei Batterien. Wo ist gerade der Ladestatus? Wie viel Reichweite habe ich noch? Schwalbe ist ein wichtiger Lieferant, genauso wie Ride im Vorderreifen. Und genau hier setzen wir auch auf einen guten, großen, starken Reifen. Der nimmt einmal Vibrationen nochmal aus dem Fahrverhalten raus, aber ist auch dauerhaft haltbar. Das heißt, einen Platten hatten wir bisher sehr selten bei unseren Fahrzeugen. Und das ist auch ganz wichtig für unsere Kunden. Das ist oft ein Arbeitsgerät. Ich will das dauerhaft auf langen Strecken einsetzen. Und auf das haben wir geachtet, möglichst wartungsfrei, sowohl von Reifen, von Riemen, haben wir überall darauf geachtet, dass das Produkt möglichst langlebig im Einsatz bleiben kann, ohne ständig häufige Wartungszyklen zu haben. Ja, vielen Dank, Eva, für die Fahrt, dass ich mal hinten drauf sitzen konnte. Vielen Dank, dass du mir und meinen Zuschauern das mal alles gezeigt hast. Schaut gerne auf unserer Webseite vorbei, gleam-bikes.com und meldet euch, wenn ihr mehr Informationen zu unserem Bike haben wollt. Auf Instagram ist auch immer jede Menge zu sehen, wer so mit unserem Gleam-Bike durch die Gegend fährt und wie es den Leuten damit geht. Genau. Ihr seid auch noch auf mehreren Messen, hast du mir ja vorher gesagt. Wir sind jetzt auf der IAA in München, danach in Korichem in den Niederlanden für unseren Benelux-Markt und unsere Kunden dort oben. Und danach sind wir dann nochmal in Frankfurt zu finden und in Wien. Also gerne auch bei uns vorbeischauen, dann lernt ihr unser Team kennen. Ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu den Gleam Bikes oder zu diesem Video habt, dann stellt sie unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist und für viel mehr Eurobike-Content, dann abonniert den Kanal. Genau. Bis dann. Ciao.